Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Und zwar heute fahren wir Grand Prix, den Warm-Up, also die Warm-Up-Qualifikation. Habt da schon 3 Rennen gemacht? Wir gucken uns das mal auch an und wir quatschen über Strategie, über Fahrer und über Setup natürlich auch. Wir gehen jetzt auch mal vorher kurz in das Setup rein. Also hier haben wir 3 Rennen schon gemacht, 140 Punkte, so wie ihr sehen könnt. Ich habe die ersten 2 Rennen, habe ich P1 und P2 gemacht und dann leider nur Position 1 und Position 3 im 3. Rennen. Allerdings nicht so schlimm. Wir quatschen, wie gesagt, über die Strategie und über Setup. Ich bin diese Woche, so wie ihr auch sehen könnt, weil letzte Woche hat es ja nicht so gut funktioniert mit der Champions League, also bin ich in die Herausfordererklasse gesprungen. Die Preise, Leute, natürlich sind wir alle heiß darauf, eine Serie 12 Kiste zu kriegen. Allerdings ist das im Moment nicht möglich. Also deswegen fahren wir auch Serie 6 Grand Prix. Und die Kisten, ja, dann ist es halt so, dann kriegen wir halt nicht die Endteile, aber dann kriegen wir wenigstens die Teile, die wir eventuell sogar noch brauchen, um unten noch zu pushen. Fahrer nehme ich Max Verstappen Serie 12 episch, habe ich aktuell noch nicht abgegradet. Aber wie ihr sehen könnt, Bottas habe ich jetzt schon auf 3, ist Serie 9 episch und wegen dem 10% Boost nehmen wir ihn natürlich, auf jeden Fall. Sonst nehme ich immer Carlos Sainz. Dann gehen wir auf das Setup. Wie ich in jedem Video sage, Leute, nimmt immer mehr Grip und mehr Aero. Ja, natürlich für manche Strecken, da werden wir nochmal spezifisch drauf gehen. Und zwar werde ich streckenspezifische Videos hochladen, wo wir dann Belgien und Baku und Silverstone, also England und Monza etc. etc. Die ganzen Strecken haben auch gewisse andere Setups. In Baku zum Beispiel braucht man mehr Grip und mehr Power und dafür nicht so viel Aero, weil die Kurven einfach zu eng sind. Also braucht man da eigentlich kaum Aero. Allerdings kann man das nur im Grand Prix auch wirklich dann auch so einsetzen, weil in einem Random Race, wie soll man das machen? So, wir springen jetzt mal rein. Wir wollen ja nicht so viel quatschen, ihr wollt ja auch was sehen. Und wir springen direkt mal in unseren letzten Rennen, und zwar Silverstone. Fahren wir da. Leute, wenn ihr in den Grand Prix, ja, ihr wisst ja, in welcher Liga ihr seid ungefähr. Also ein Grand Prix ist immer so 2 bis 3 Ligen höher. Das heißt, wenn ihr sagen wir jetzt Serie 6, ihr fährt dort Platz 1 und Platz 2, dann könntet ihr eventuell versuchen, auch in dem Grand Prix Serie 6 auch da Position 1 und Position 2 zu fahren. Allerdings, wenn ihr das dann nicht schafft, dann solltet ihr bitte auch in die Junior-Liga gehen. Also Serie 3, da fährt ihr auf jeden Fall eure Top 5 Qualifikation und dann werdet ihr euch auch für das Finale einen guten Ranking haben und dann habt ihr auch eure guten Kisten. Übertreibt es nicht, so wie ich letzte Woche. Das könnt ihr auch unten sehen. Bei mir im Channel ist das Video auch drin von der Qualifikation und von der Warm-Up, von der Quali und von der Qualifikation am Samstag. Da habe ich es nämlich nicht mehr geschafft, weil Serie 12 war schon heftig. Trotz diesem Equipment, also das reicht noch lange nicht. So, ihr seht selber, P1 und P2 sind wir jetzt gefahren. Silverstone ist immer so eine Sache. Deswegen werden wir versuchen, hier mit Max Verstappen auf Medium rauszugehen und mit Valtteri Bottas auf Soft. Ja. Springen wir mal direkt rein. Mit Bottas versuchen wir, direkt wegzukommen. Wie schon immer gesagt, Leute, ne, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf Softies rauszufahren, weil ihr euch vorne in der Top 5 qualifiziert. Hier hängt das Spiel jetzt. Ich kann noch nicht mal boosten, aber halb so wild. Meine Fahrer kommen gut weg. Das Spiel hängt. Ihr seht selber. Der Grand Prix. Nicht so schlimm. Wir behalten trotzdem Position. Jetzt geht es irgendwie wieder. So, jetzt können wir ein bisschen boosten. Bottas versuchen wir, so gut wie möglich wegzukommen. Mal gucken, wie lange er mit 3 Runden kommt. So, Verstappen kann eigentlich jetzt runterschalten, weil unser Gegner kommt nämlich auf Medium und auf Hard. Also macht bloß nicht den Fehler und fahrt mit harten Reifen raus oder mit harten Reifen. Wenn ihr doch ein gutes Equipment habt und wenn ihr doch schon überpowered seid, dann lasst es so und fahrt auch bitte dann auf den Mediums oder auf den Soft-Reifen raus, weil alles andere bringt nichts. So, wir sehen jetzt selber hier, Bottas gefällt mir nicht. 3 Runden würde mir überhaupt nicht mit dem gefallen. Deswegen pushen wir jetzt und wir kommen jetzt auch mit ihm direkt rein. Wir reparieren nicht, das brauchen wir nämlich nicht. Sorry. So, er kommt nämlich jetzt in die Pits.
Also, und ihr seht selber, Max Verstappen jetzt hier auf Medium-Reifen kann jetzt schön bis zum Ende durchjagen. So, wir kommen jetzt raus aus den Pits mit Bottas, pushen ein bisschen. So, jetzt kommt er und jetzt, wir probieren es einfach mal aus. Max Verstappen kommt jetzt auf hart, weil wir auch einen gewissen Vorsprung haben. Ja? So, und dann müssen wir auch halten. Wäre auch besser gewesen, wenn wir jetzt mit Bottas direkt mit Medium angefangen hätten, allerdings halb so wild. Wirklich halb so wild. Wir reparieren mit Max Verstappen komplett das Auto. Und wie ihr seht, selbst Bottas könnte eventuell das Rennen... Ne, er muss noch mal rein, sorry. Er muss noch mal rein, aber halb so wild. So, Max Verstappen jetzt auf harten Reifen draußen. Wegen dem gewissen Vorsprung halt. Unser Gegner kommt auf Softies, wie ihr seht. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen runter mit Max. So, und versuchen ihn jetzt bei Start und Ziel auch noch ein bisschen zu pushen. Eventuell sogar unseren Bottas zu überholen. So, sehr schön. Ganz entspannt, wie ihr auch seht. Wenn ihr im Mittelfeld startet, dann müsst ihr auf lang gehen. Ja, also wenn ihr nicht in der Lage seid, in der Grand Prix irgendwie vorne zu qualifizieren, dann müsst ihr, wie gesagt, auf lang gehen. Ja, einer auf Medium und einer auf hart. Bei Silverstone fährt ihr immer, ja, wenn ihr nicht vorne dabei seid, fährt ihr immer bitte eine Einbox-Strategie mit beiden Fahrern. Und zwar einmal Medium, ja, und der andere auf hart. Der Medium fährt 3 Runden und zwar ein bisschen aggressiver, ja. Und derjenige, der auf hart kommt, bleibt lange drin, 4 Runden und dann switcht ihr den um auf Medium. Oder so wie ich jetzt mit Max Verstappen auch gemacht habe, erstmal Medium und dann die harten, ja, auf 4 Runden. Und ihr seht selber jetzt, Max Verstappen muss jetzt Gas geben, weil die Jungs dahinter sind auf Softs. So, und man könnte dann eventuell auch die ein oder andere Position verlieren mit den harten Reifen. Allerdings passiert das hier nicht, weil Max Verstappen sich einen guten Vorsprung erarbeitet hat. Er fährt auch gute Rundenzeiten hier, also alles gut. Gap ist da, Pace ist da, also alles wunderbar. Ja, ihr seht selber, wenn ihr die Liga nimmt, die auch für euch entsprechend für das Equipment da ist, also Serie 6, könntet ihr locker mit 1000 Teampunkte, könnt ihr die locker fahren, würdet da auch gute Punkte erzielen, also auch eine gute Kiste dann am Sonntag dann auch, am Montag, sorry, erhalten von dem Sonntag-Race. Wie gesagt, zum Grand Prix ist nicht viel zu sagen, versucht da immer in eurer Liga mitzuspielen. Jetzt müssen wir auch noch Gas geben hier, weil da kommt nämlich der Herr von hinten angeballert. Da ist auch voll Push, ist ja klar, wir auch und fahren so gesehen dann P1 und P2, wenn alles gut läuft und es läuft alles gut, alles wunderbar und wir sind durch ins Ziel. Sehr schön. Position 2. Ja, also wir haben jetzt in 3 Rennen 47 Punkte erzielt, in einem Rennen 46, müsste eigentlich ausreichen für die Quali. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht reichen sollte. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Hinterlasst mir ein Like da und einen Daumen und ein Abo, sorry. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte unten in den Kommentaren. Wir können über alles quatschen. Die Taktiken für Silverstone, mittlere Reihe, startet ihr bitte mit Medium und mit Hard. Die hintere Reihe auch, also mittlere und hintere Reihe immer Medium und Hard. Und die vordere Reihe versucht mit mindestens ein Fahrer auf Softs und weg. Ihr müsst einfach weg. Und dann könnt ihr euch da schön entspannen, weil ihr keinen Gegner vor euch habt oder hinter euch. Habt ihr auch genug Pace. Ja, ihr habt genug Abstand. Ohne Probleme könnt ihr da eure Rennen fahren und auch eure Punkte erzielen. Haben wir einen blauen Bottas jetzt hier auch nochmal bekommen. Sehr gut. Und noch zusammen die Kiste auf und dann verabschiede ich mich für heute. Machen dann am Freitag noch ein weiteres Video. Ich werde mal gucken, vielleicht später habe ich noch ein streckenbedingtes Video aus einer anderen Serie. Oh, perfekt. Jetzt können wir auch noch Flow upgraden. Super. Perfekt. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.